Willkommen bei der Fahrschule Punkt. Ich bin dein Coach und in dem Video erkläre ich dir ein paar Theoriefragen, damit man versteht, worum es da geht, damit man leichter die richtigen Ergebnisse ankreuzen kann. Wir nehmen aus der Klasse B den Zusatzstoff durch, denn da werden die meisten Fehler gemacht. Auf geht's! Was kann aus einem zu späten Ausschalten der Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat, folgen? Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit, ein zu dichtes Auffahren. Das gucken wir uns an. Wenn man auf das Knöpfchen Z drückt, dann speichert der Tempomat die gerade gefahrene Geschwindigkeit und hält die konstant. Man muss nicht mehr aufs Gaspedal drücken. Man kann den rechten Fuß entspannt daneben legen. Aber wenn man ihn nicht ausschaltet, dann fährt er weiterhin die gespeicherte Geschwindigkeit. Und es kann passieren, dass man zu schnell unterwegs ist und zu schnell in eine Kurve reinfährt oder zu dicht auffährt, weil der Vordermann langsamer wird. Deswegen rechtzeitig ausschalten und die Geschwindigkeit anpassen. Auch wenn man auf die Bremse drückt, schaltet sich der Tempomat aus. Die Geschwindigkeit bleibt gespeichert und kann wieder aktiviert werden. Man kann hier auch die gespeicherte Geschwindigkeit erhöhen, also schneller fahren, oder verringern, also langsamer fahren. Jetzt ist es doch klar, was wir ankreuzen müssen. Was kann passieren, wenn man den Tempomat zu spät ausschaltet? Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit und ein zu dichtes Auffahren. Alle drei. Kommen wir zur nächsten Frage. Was sind Ladungssicherungsmittel zur Verwendung im Pkw? Zurgurte, Unterlegkeile, Sicherungsnetze. Wenn wir unser Pkw beladen, müssen wir alle Teile so sichern, dass nichts durch die Gegend fliegt, wenn wir plötzlich eine Vollbremsung machen müssen oder wenn es zu einem Unfall kommt. Wir sichern die Ladung mit Zurgurten oder Spanngurte oder einem Sicherungsnetz, damit nichts verrutschen kann. Hier im Pkw gibt es extra dafür Ösen, wo man es befestigen kann. Selbstverständlich muss auch die Ladung auf dem Dach gesichert werden. Unterlegkeile kommen unter dem Anhänger, damit er nicht wegrollt, wenn er irgendwo abgestellt wird. Die dienen nicht zur Ladungssicherung. So, jetzt können wir die richtigen Kreuzchen setzen. Und was sind Ladungssicherungsmittel im Pkw? Zurgurte und Sicherungsnetze. Richtig. Und nächste Frage. Welche Bedeutung hat das auf dem Reifen angegebene Herstellungsdatum 1217? Der Reifen wurde im 12. Monat Dezember des Jahres 2017 hergestellt, am 1.2.2017 hergestellt, in der 12. Kalenderwoche des Jahres 2017 hergestellt. Es gibt auf dem Reifen viele Zahlen. Aber es gibt eine vierstellige Zahl, die das Herstellungsdatum vom Reifen anzeigt. Hier die 14, das ist die Kalenderwoche und die 24 hinten, das ist das Jahr. Also in der 14. Kalenderwoche 2024 in diesem Fall. Es ist ja gut zu wissen, wie alt der Reifen ist, wenn man sich einen neuen Reifen kauft oder einen gebrauchten. Jetzt wisst ihr, was ihr hier ankreuzen müsst. In der 12. Kalenderwoche des Jahres 2017. Und die nächste Frage. Was kann die Funktion des Spurhalteassistenten mit Lenkeingriff beeinträchtigen? Der Zustand der Fahrbahnmarkierungen, die Witterungsverhältnisse, zusätzliche Fahrbahnmarkierungen im Baustellenbereich. Der Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, der ist dafür da, dass das Fahrzeug beim Verlassen des Fahrstreifens selbstständig korrigiert.
Guckt mal hier, das Lenkrad bewegt sich von alleine. Man muss trotzdem die Hände immer am Lenkrad lassen. Denn es kommt vor, dass der Spurhalteassistent nicht richtig funktioniert, wenn zum Beispiel viele Markierungen im Baustellenbereich sind oder die Fahrbahnmarkierung total schlecht ist oder komplett wegfällt. Oder bei schlechten Witterungsverhältnissen, wenn die Fahrbahn zugeschneit ist. So können die Sensoren von dem Auto die Fahrbahnmarkierung nicht erkennen. Jetzt wisst ihr, was die Funktion des Spurhalteassistenten mit Lenkeingriff beeinträchtigen kann. Der Zustand der Fahrbahnmarkierungen, die Witterungsverhältnisse und zusätzliche Fahrbahnmarkierungen im Baustellenbereich. Alle 3. Hier haben wir noch eine weitere Frage, die dazu passt. Ein Spurhalteassistent mit Lenkeingriff kann Sie beim Fahren unterstützen. Was sollten Sie beachten? Ein Spurassistent mit Lenkeingriff kann mangelnde Fahrtüchtigkeit, zum Beispiel Müdigkeit, kompensieren. Das Fahrzeug bei guter Fahrstreifenmarkierung auf dem Fahrstreifen halten. Bei schlechter Fahrstreifenmarkierung nicht funktionieren. Na? Was müssen wir ankreuzen? Ein Spurhalteassistent mit Lenkeingriff kann das Fahrzeug bei guter Fahrstreifenmarkierung auf dem Fahrstreifen halten. Bei schlechter Fahrstreifenmarkierung nicht funktionieren. Das erste dürfen wir nicht ankreuzen. Die mangelnde Fahrtüchtigkeit kann es nicht kompensieren. Wir müssen immer fit sein und eingreifen, wenn die Assistenzsysteme versagen. Was müssen Sie über Katalysatoren wissen? Unverbrannter Kraftstoff im Katalysator kann beim Anspringen des Motors keine Schäden verursachen. Beim Anspringen des Motors nach vielen vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator beschädigt werden. Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators kommen. Der Katalysator, der befindet sich in der Abgasanlage. Und da kommt die verbrannte Luft vom Motor in den Katalysator, wird in chemischen Prozessen gereinigt, sodass weniger Schadstoffe rausgelangen. Die Luftqualität wird mit Sonden gemessen, die im Katalysator angebracht sind. Die Daten werden von dem Steuergerät dann berechnet. Und da darf kein flüssiger Kraftstoff eintreten in den Katalysator. Das könnte ihn zerstören. Wenn man versucht, den Motor zu starten und es gelingt mehrmals nicht, das ist schlecht für den Katalysator. Wenn das Auto nicht anspringt, dann könnte man es anschleppen oder anschieben und den Motor starten. Das ist aber ebenfalls schlecht für den Katalysator, besonders wenn er bei mehreren Versuchen nicht anspringt. Also kreuzen wir an. Und was wissen wir jetzt über den Katalysator? Unverbrannter Kraftstoff im Katalysator kann beim Anspringen des Motors keine Schäden verursachen? Doch, er kann. Also das dürfen wir nicht ankreuzen. Beim Anspringen des Motors nach vielen vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator beschädigt werden. Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators kommen. Sie fahren einen schwer beladenen Pkw. Warum sollten Sie einen größeren Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einhalten? Weil sich der Bremsweg verlängern kann, meine Reaktionszeit verlängern kann, das Fahrverhalten des Pkw verändern kann. Wenn das Fahrzeug schwer beladen ist, dann ist es schwerer und da muss man etwas mehr bremsen. Und es kann passieren, dass sich der Bremsweg verlängert. Auch das Fahrverhalten von dem Auto verändert sich. Aber unsere Reaktionszeit bleibt gleich. Das hat nichts mit dem Bremsen zu tun. Wir brauchen durchschnittlich etwa 1 Sekunde zum Reagieren. Das ist egal, ob das Auto schwer beladen ist oder nicht. Und, was müssen wir ankreuzen? Weil sich der Bremsweg verlängern kann und weil sich das Fahrverhalten des PKWs verändern kann.
Kommen wir zur nächsten Frage. Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken warten. Wie können Sie dabei die Umwelt schonen? Durch Nutzung der Start-Stopp-Automatik? Durch Einlegen des ersten Gangs? Durch Betätigen der Handbremse? Wenn wir an einem geschlossenen Bahnübergang warten müssen, dann sollten wir den Motor abstellen, um die Umwelt zu schonen. Wenn die Start-Stopp-Automatik des Autos eingeschaltet ist, dann geht der Motor automatisch aus, wenn du den Gang rausnimmst und die Kupplung loslässt. Nur so verbrauchst du keinen Kraftstoff und schonst die Umwelt. Und was kreuzen wir an? Richtig, durch Nutzung der Start-Stopp-Automatik. Nächste Frage. Wie kann Lärm vermindert werden? Durch Fahren mit hoher Geschwindigkeit? Durch Fahren mit hoher Motordrehzahl? Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften? Gucken wir uns an. Wenn wir mit hohen Geschwindigkeiten fahren, dann ist das Auto lauter. Und je höher die Drehzahl, desto lauter ist der Motor. Wenn wir innerorts in den 4. oder in den 5. Gang schalten, wenn wir 50 fahren, dann geht die Drehzahl runter und der Motor ist leiser. So, jetzt ist doch klar, was wir ankreuzen müssen. Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften. Was ist beim Radwechseln mit einem Wagenheber zu beachten? Der Wagenheber ist immer mittig an der Längsseite des Fahrzeugs anzubringen. Der Wagenheber darf nur an den vom Fahrzeughersteller festgelegten Aufnahmepunkten angesetzt werden. Der Untergrund soll immer stabil und rutschfest sein. Das gucken wir uns an. Also den Wagenheber können wir nicht überall unten anbringen. Da müssen wir aufpassen, sonst können wir das Fahrzeug unten beschädigen. In der Mitte schon mal gar nicht. Immer da, wo die gekennzeichneten Aufnahmepunkte sind. Hier zum Beispiel vorne oder hinten. Aber der Untergrund muss auch fest und rutschfest sein. Wenn der Untergrund weich ist, dann können wir das Fahrzeug nicht anheben. Der Wagenheber versinkt dann in der Erde. Und was kreuzen wir an? Der Wagenheber darf nur an den vom Fahrzeughersteller festgelegten Aufnahmepunkten angesetzt werden. Und der Untergrund sollte immer stabil und rutschfest sein. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und dann folgen noch weitere Videos. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.